Hallo, ich möchte heute eine Frage beantworten, die ich schon recht häufig gestellt bekommen habe und die ich auch sehr oft mittlerweile schon im Netz gelesen habe. Und zwar geht es hier um die High-Cap-Magazine von Syma. Diese haben ja auch öfter mal das Problem, dass wenn man sie einlegt, dass die BBs auch direkt schon wieder rauskommen. Ja. Woran liegt das Ganze? Und zwar haben die Magazine hier oben diese kleinen Sperren. Da kann man sie auch sehen, in weiß. Diese haben relativ häufig etwas Spiel. Dieses Spiel sorgt dafür, dass die kleinen BBs nicht mehr so sauber drin halten. Eine einzelne geht noch, wenn mehrere drin sind, wird das Ganze schon schwierig. So, das Problem ist, wie gesagt, die Sperren haben etwas zu viel Spiel und sobald die etwas mehr auseinandergehen, kommt auch die BB auch schon wieder raus. So, wie kann man das Ganze also jetzt beheben? Da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen, man verengt den Kanal, wo diese Sperre drin läuft. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Federn etwas zu dehnen. Allerdings ist hier das Problem, die Federn werden über die Zeit verlieren die wieder ihre Kraft. Dementsprechend müsste man sie wieder etwas dehnen. Das wäre etwas zum Beispiel, wenn man gerade unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, Großsachen zu basteln. Für den Moment reicht es, aber auf Dauer ist es halt immer noch das gleiche Problem. Möglichkeit Nummer 2 ist es, von diesen Sperren ein Stück abzufeilen. Das zeige ich gleich nochmal, wenn das Ganze zerlegt ist. Ist jetzt auch nicht so ganz das Wahre, weil was weg ist, ist weg. Und meistens reicht es eigentlich auch, wenn man diesen Kanal halt verengt. So. Zerlegen werde ich das Magazin jetzt einmal, um ein bisschen Ins zu zeigen. Zunächst einmal schieben wir den Follower zurück. Sichern diesen dann ganz einfach mit der Büroklammer und können dann die Endkappe auch schon aufschrauben. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte aber sehr vorsichtig sein, weil darin sind zwei sehr kleine Federn und diese beiden Federn können sehr schnell wegspringen. Die können vielleicht im Auge landen oder einfach so in der Walachei. Und dementsprechend sollte man da sehr vorsichtig sein beim Abheben. So, da kommt auch schon die eine Sperre mit der einen Feder raus. Vorsichtig das Ganze umdrehen. Da ist die zweite Sperre, die zweite Feder. Wie man sieht, sind diese Federn sehr klein und wie gesagt, die sind ganz schnell weg. Diese Sperren laufen, wie gerade schon erwähnt, hier in diesem Kanal und dieser Kanal ist einfach häufig etwas zu weit. So, wenn man jetzt die Sperre noch drin einlegt, kann man schon sehen, die Sperre hat etwas Spiel. Aha. So, und dieses Spiel gilt es zu minimieren. Aber wenn man das Ganze dann macht, muss man darauf achten, dass sowohl die Sperre als auch die Feder hinten, die eingelegt wird, immer sehr leichtgängig sind. Das heißt, das Ganze darf man nicht zu eng machen, weil die Sperre ansonsten nicht weit genug rauskommt oder nicht schnell genug und dementsprechend kommen die BBs auch wieder raus. Wie gerade erwähnt, gibt es halt noch die zwei anderen Methoden. Einmal die Feder dehnen oder diesen kleinen Nupsen hier an dieser Seite etwas abfeilen. Dadurch, dass man diesen hier abfeilt, kommt dieser halt etwas weiter raus. Wie gesagt, meiner Meinung nach, wenn man den Kanal verengt, ist das nicht notwendig. So. Wie verengen wir jetzt den Kanal? Wir können einmal hingehen und das Ganze mit dem Feuerzeug einfach erwärmen. Dann braucht man noch eine feste Oberfläche, auf der man das Ganze dann, wenn es warm ist, ganz vorsichtig ein wenig drückt und dann direkt ausprobiert. Ja, das heißt, immer wieder warm machen, ganz minimal andrücken, die Sperre einlegen und wieder ausprobieren, ob das Ganze dann immer noch leichtgängig ist. Wenn das Ganze nicht mehr leichtgängig sein sollte, kann man ganz vorsichtig das Ganze wieder warm machen und wieder vorsichtig ein wenig aufdrücken. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass die beiden Teile leichtgängig sind.
beim Zusammenbauen halt kommt die Feder als erstes hier rein. Wie gesagt, sehr vorsichtig damit sein, weil die sind wirklich schnell weg. Also immer irgendwie Finger drauf. Und dann sollte auch nicht viel mehr passieren. Ups, erste Feder. So. Und am besten das Magazin von der anderen Seite vorsichtig drauflegen. Bis es sauber aufliegt. Dann können auch die Schrauben wieder rein. Wenn ihr das Ganze dann richtig gemacht habt, sind die beiden Sperren schön leichtgängig, so wie hier. Und selbst wenn ihr das ganze Magazin dann vollpumpt, bis der Arzt kommt, bleiben die BBs halt immer noch drin. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit dem Video helfen. Sollte dem so sein, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn noch Fragen sind, natürlich ab damit in die Kommentare. Wenn euch das Video nicht gefallen hat oder euch irgendwas stört, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich darüber freuen. Danke.